Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr SNMP einstellen könnt bei eurer FortiGate. Wir gehen zunächst auf System, gehen auf SNMP. Hier seht ihr, SNMP ist standardmäßig aus. Es gibt einmal V3, das ist mit Authentifizierung, und V2. Ich nutze meistens erstmal nur V2, mache dann aber eine Einstellung hin, dass er nur von bestimmten Sachen erreicht wird. Das heißt, wir machen einmal SNMP Agent an. Und hier schreibt ihr rein, keine Ahnung, Standort, hier Hotel, dann Location, Hotel und Kontaktinfo zum Beispiel info at firma.de zum Beispiel. Dann geht ihr auf Create New. Dann gibt es den Community String, den kennt ihr auch von anderen Sachen, der wird benötigt für die Abfrage. Wenn ihr die V1 und V2 nehmt, also ohne Authentifizierung, wird immer empfohlen, dass es nicht public ist, sondern irgendwas anderes wie auch wieder Hotel zum Beispiel. Dann könnt ihr sagen, ob bestimmte Sachen erlaubt werden. Das heißt, ob zum Beispiel Zugriffe von V1, V2 erlaubt ist. Und hier unten haben wir Trap. Zum Beispiel Trap nutze ich überhaupt nicht. Trap würde ich deaktivieren. Wir nutzen im Normalfall normale SNMP-Abfragen wie Netzwerkschnittstellen oder VPNs oder ähnliches. Und dafür haben wir dann später das MIP-File. Das heißt, hier würden wir die IP-Adressen eintragen, die darauf zugreifen können. In meinem Fall wäre das zum Beispiel mein Rechenzentrum-Server, der per VPN die Boxen abfragt. Und somit könnt ihr hier dann zum Beispiel einfach 10.25.1.1 zum Beispiel, das wäre jetzt der Server, eintragen. Und dann dürfte dieses System ohne Probleme auf das Gerät zugreifen. Genau. Hier der Port 161, das ist standardmäßig UDP 161, muss natürlich offen sein. Und hier unten seht ihr, was er alles abfragen kann. Und ich würde erstmal alles anlassen und würde einmal auf OK gehen. Dann seht ihr, Traps habe ich deaktiviert, Queries sind an und der Server dürfte jetzt daran hinsenden. Das passt soweit, wir gehen auf Apply und dann haben wir jetzt nur noch das MIP-File oder auch hier das Core-MIP-File, was wir runterladen können und zum Beispiel im PRDG oder andere Monitoring-Lösungen importieren können. Wichtig ist, das ist erstmal SNMP aktiviert. Ihr müsst es aber dann auf die Schnittstelle, auf die es abgefragt werden soll oder darf, erst aktivieren. Das heißt, wir gehen hier einmal auf Network Interfaces und dann habt ihr jetzt hier das Interface und ihr seht hier zum Beispiel auf dem LAN-Port ist erstmal Ping an, HTTPS an, SSH an. Das heißt, wir würden hier jetzt reingehen, gehen auf Edit und dann habt ihr hier unten nämlich noch den Haken SNMP. Jetzt könntet ihr theoretisch HTTP anmachen, dadurch, dass, wie gesagt, das eben schon mitgeteilt wurde, dass man eigentlich HTTP nicht nutzen soll, ist es perfekt, wenn das deaktiviert ist, weil dann hat man kein altes Sicherheitsrisiko. Hakt den SNMP-Haken an und ab dem Moment, wenn der abspeichert, könnt ihr dann per Port 161 UDP auf die IP-Adresse 2.1, also ihr müsst natürlich in der Zone bzw. in dem Netz von der Schnittstelle sein, einfach darauf zugreifen. Ich würde in dem Fall aber auch gleich mal diese Interfaces wegnehmen, weil ich möchte nicht, dass die im LAN sind. Das heißt SNMP anhaken und einmal auf OK klicken. Dann ja, möchte ich wirklich, klar, weil ich aktiviere das hiermit und ab dem Moment, wo ihr das einstellt, ist es aktiv und es kann benutzt werden. Ja, das war es schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch bin ich auch Freund. Dankeschön.